Als Ergebnis einer Self-3D-Bestellung erhaltet ihr ein ZIP mit den Ergebnissen. In dem ZIP befinden sich neben dem eigentlichen Bild noch mehrere andere Bilder. Hierbei handelt es sich um Parses, also um einzelne Bestandteile des Bildes. Diese kann man zum Beispiel verwenden, um das Ergebnis in eine schon vorhandene Grafik einzufügen. Das geht mit jedem Bildbearbeitungsprogramm, welches Ebenen beherrscht, also zum Beispiel GIMP, Affinity Photo oder natürlich Photoshop. Ich verwende heute Photoshop. Hier sehen wir alle Inhalte des ZIPs. Das Bild, wie ihr es gestaltet habt, den Schattenpass, den Ambient Occlusion bzw. Kontaktschattenpass, den Spiegelungspass, einmal die Bilder freigestellt vor transparentem Hintergrund und einmal die Bilder freigestellt vor transparentem Hintergrund mit Schatten. Ich möchte die Bücher heute auf diesem Hintergrund platzieren. Die einfachste Lösung ist, man platziert einfach das Buch mit Schatten auf einer Ebene über dem Hintergrund. Wir suchen uns also das Buch mit Schatten, kopieren alles und fügen es ein. Jetzt haben wir freigestellte Bücher mit Schatten auf dem Hintergrund und wir können sie platzieren, wo wir wollen. Und das sieht schon mal ziemlich gut aus. Wenn ich jetzt aber noch Spiegelung haben will oder ich möchte den Schatten weniger stark haben, dann muss ich das Bild aus den Passes zusammensetzen. Das geht so. Ich lösche hier nochmal die Ebene und fange an mit dem Schattenpass. Alles kopieren, einfügen und die Ebene auf Multiplizieren stellen. Weiter mit der Ambient Occlusion. Alles kopieren, einfügen und auch diese auf Multiplizieren stellen. Dadurch werden nur die dunklen Bestandteile des Bildes sichtbar und der Rest bleibt transparent. Danach die Spiegelung. Hier. Alles kopieren und einfügen. Die stellen wir jetzt nicht auf Multiplizieren, sondern negativ multiplizieren oder Screen, weil wir wollen nur die hellen Bildteile haben. Und jetzt sieht man schon, dass wir hier einen Schatten haben und Spiegelung und auch schon den Kontaktschatten. Jetzt brauchen wir nur noch das Buch. Dann nehmen wir den Stapel, der ganz freigestellt ist, ohne irgendetwas, kopieren ihn drauf. Ich glaube, den müssen wir noch ein bisschen platzieren. Ungefähr so. Jetzt haben wir unser Setup. Das ist noch nicht perfekt, aber es gibt uns doch einige Möglichkeiten. Zum Beispiel sehe ich, dass die Spiegelung hier unten, hier auf der Seite, macht sie hell und unten ist sie nicht perfekt. Gehen wir in den Spiegelungspass und passen zum Beispiel die Gradationskurve an. Schauen wir mal. So. Und dann löschen wir unten noch was weg. Wie das genau geht, könnt ihr im Internet für das entsprechende Programm euch irgendwelche Tutorials suchen. Die findet man überall. Hier steht noch der Schatten über. Schauen wir mal. Das hier ist der Schatten. Dann löschen wir den auch noch ein bisschen weg. Und Ambient Occlusion. Müssen wir ein bisschen Kurve anpassen. Falsche Richtung. So. Ich glaube, jetzt haben wir alle Fehler beseitigt. Jetzt passen wir alles an. Spiegelung ist etwas zu stark, also reduzieren wir die Deckkraft. Es ist zu wenig. Sagen wir 60%. Der Kontaktschatten ist gut, aber der Schlagschatten ist etwas zu stark. Vielleicht auf 30, 25%. Vielleicht sogar weniger. 15. So ist doch nicht schlecht. Und jetzt platzieren wir das Ganze, wo wir es gerne hätten. Zum Beispiel hier. Und haben auch die Möglichkeit, die Bücher alleine nochmal anzufassen, ohne dass es sich auf den Schatten oder auf die Spiegelung auswirkt. So kann man Self-3D-Bilder auf beliebigen Untergründen platzieren.